Wenn Sie sowas Wichtiges zu tun haben, dann können Sie ein anderes Mal wiederkommen. Ich glaube, das sollten Sie dann doch besser mir überlassen, okay? Und ich habe nicht die Absicht, mich in absehbarer Zeit zur Ruhe zu setzen. Ich habe gerade erst angefangen. Jetzt ist meine Brieftasche weg. Das Handy war anscheinend nicht gut genug. Das war bestimmt dieser Typ von vorhin. Kannst du denn das alles vergessen? Ja, vielleicht nicht vergessen. Aber was zählt, ist doch das Vertrauen. Und wir haben doch viel Vertrauen zueinander. Würden Sie mich dann ein klein wenig netter finden? Was für ein Schlag. Hoffentlich haben Sie für die Hand einen Waffenschein. Was bilden Sie sich eigentlich ein, Sie widerlicher kleiner Mistkerl? Das Kleine verbitte ich mir aber. Hey, was ist denn los? Es war nur ein harmloser kleiner Kuss. Aber ob ich geküsst werden will, entscheide immer noch ich. Okay, es war ein Fehler. Ich entschuldige mich hiermit aufrichtig. Fühlen Sie sich jetzt besser? Ich pfeife auf Ihre Entschuldigung. Außerdem geht mir Ihre arrogante Schubiat schon lange auf die Nerven. Wie geht das denn auf? Vielleicht können Sie damit Ihre Plastiktussis beeindrucken. Aber wenn Sie es noch einmal wagen, mich anzufassen, dann fehlt Ihnen ein Satz Schneidezähne, kapiert? Ich glaube, das wäre mir die Sache wert. Da bist du ja endlich. Wo warst du denn die ganze Zeit? Arno hat dich überall gesucht. War in Düsseldorf. Bei Fiona. Was hast du denn bei Fiona gemacht? Ach, wir haben uns unterhalten. Worüber? Über mich? Über alles Mögliche. Auch über dich. Ja und? Was hat sie gesagt? Komm, setzen wir uns. Weißt du, Jan, ich habe mich in letzter Zeit oft gefragt, ob du dich ausgeschlossen fühlst, zurückgesetzt. Vielleicht lag es an mir, vielleicht hätte ich mehr auf dich eingehen sollen, aber du musst mir glauben, dass ich dich immer genauso geliebt habe wie Susanne und Florian. Du warst immer mein Sohn, auch wenn ich nicht deine leibliche Mutter bin. Ich habe da nie einen Unterschied gefühlt. Das weiß ich doch. Wie kommst du denn jetzt darauf? Was soll denn das überhaupt? Hast du mit Fiona gesprochen? Es ist nur... Du hast dich verändert und manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir nicht mehr vertraust. Da habe ich natürlich Angst, dich zu verlieren. Das ist doch Unsinn. Für mich bist du die beste Mama der Welt und wirst es auch immer bleiben. Hm? Und es tut mir gefallen. Hör auf, so einen Quatsch zu reden, okay? Treffer versenkt. F6. Latsch, Wasser. Hi. Hi. Die Sonne geht auf. Na, wie geht's dir? Jetzt geht's mir besser. Du, ich hab dich gesucht. Überall gesucht, dich nicht gefunden. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Hast du den Arzt schon gesprochen? Ja, vor einer Stunde war Visite. Der Doc meint, ich habe eine Konstitution wie ein Pferd. Die Wunde heilt so schnell, man könne dabei zuschauen. Das ist doch super. Ja? Wie man's nimmt. Ich bin transportfähig. Das heißt, Sie werden mich heute spätestens morgen in Untersuchungshaft bringen. So schnell? Ja. Keine Angst, Oliver. Ich werde dich so oft wie möglich besuchen. Egal, wohin sie dich bringen. Du hast doch noch was. Ja, Jan. Ich fühle mich beschissen, wenn ich nur an ihn denke. Ich habe ihm so eine Masse Probleme an den Hals. Wir waren mal die besten Freunde. Ich will noch mal mit ihm reden, bevor man mich in den Knast bringt. Ich glaube nicht, dass er das macht. Ich habe schon alles probiert. Dann probier's noch mal. Hm? Na gut, ich werde noch mal mit ihm sprechen. Aber allzu große Hoffnung würde ich mir keine machen. Ich will ja einfach nur eine Chance. Mehr nicht.
Tja, jetzt haben wir ein echtes Problem, Sophie. Benji ist nicht zur Gruppenstunde gekommen. Was? Wieso? Ich habe ihn schon im ganzen Haus gesucht. Die Kids wissen auch nicht, wo er steckt. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo er hin sein könnte? Ich bin mir langsam wirklich Sorgen. Ach du Scheiße, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Dieser Mistkerl. Moment mal, für eine Strafpredigt ist wirklich noch Zeit, wenn wir Benji wieder gefunden haben. Ich meine doch nicht Benji, ich meine diesen blöden Werbefritzen Henning von Anstetten. Oh, weißt du, der wollte Benji die Polizei auf den Hals Du meinst, setzen. der hat vielleicht... Natürlich, Benji hat Schiss bekommen und ist abgehauen. Das ist ja großartig. Und was machen wir jetzt? Wir suchen ihn, was sonst? Danach knöpfe ich mir diesen Anstetten vor. Ich habe von Anfang an gewusst, dass es nur Ärger gibt mit diesem Großkotz. Tut mir leid, dass ich am Wochenende stören muss, aber das Meeting mit der Mediafinanz ist auf Montag vorverlegt worden. Ich brauche die Konzeption für die Kampagne. Ja, das macht nichts. Mein letztes freies Wochenende liegt sowieso schon Lichtjahre zurück. Ich hole die Unterlagen. Willst du einen Kaffee? Danke, nein, ich bin ziemlich in Eile. Ich muss noch ein Budget durchkalkulieren und den Medialeuten zufaxen. Ich habe sie irgendwo hingelegt. Könnte es das hier sein? Oh, scharf beobachtet. Du hättest Chaosforscher werden sollen. Was meinst du, warum ich in die Werbung gegangen bin? Ah ja, wunderbar. Übrigens, hast du heute Abend schon was vor? Nur das Übliche, bis zum nächsten Morgen überleben. Wieso? Die Agentur gibt einen kleinen Empfang in der Cassandra Bar. Das letzte Quartal war so erfolgreich, dass sich die Mitarbeiter einen Bonus verdient haben. Ich weiß nicht. Komm ein bisschen plötzlich und ich bin auch nicht in Partystimmung. Es gibt Champagner bis zum Abwinken und die einzigartige Möglichkeit, sich als spontan dynamischer Mitarbeiter zu profilieren. Naja, dann komme ich natürlich gern. Ich bin ja gern spontan, wenn ich Zeit dazu habe. Hallo Gero, was machst du denn hier? Ich brauchte mal eine Pause. Hast du Lust, was zu unternehmen? Wir können in die Altstadt. Schön, Sie wiederzusehen, Gero. Ja, hallo. Wenn ich störe, dann kann ich später noch Nein, anreisen. Wir sind schon fertig. Aber vielleicht haben Sie Lust, heute Abend zu unserer Agenturparty zu kommen. Würde mich sehr freuen. Ich weiß nicht. Es kommen jede Menge interessante Leute. Schauspieler, Künstler. Carla und ich gehen auch hin. Komm doch mit. Naja, ich könnte Julia fragen. Haben Sie was dagegen, wenn ich meine Freundin mitbringe? Ihre Freundin? Sicher, klar. Na super. Warum nicht? Ich glaube, Julia kann Ablenkung gebrauchen. Treffen wir uns um 8? Gut, ich werde sie fragen. Jan, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Warum so förmlich? Du bist ja sonst nicht so. Ich war gerade bei Oliver. Er hat nach dir gefragt. Wen interessiert Oliver? Wenn du glaubst, dass ich ihn besuche, hast du dich geirrt. Der Typ, der ist für mich gestorben. Warum bist du denn so stur? Er hätte mich fast in den Knast gebracht. Denk mal dran. Oliver war auch Opfer. Fritz Konrad hat ihn total in die Enge getrieben. Du solltest ihm wenigstens die Möglichkeit geben, alles zu erklären. Da gibt's nichts zu erklären. Jan, du hast doch nichts dabei zu verlieren. Ich glaube, Susanne hat recht. Und wer weiß, vielleicht wird es dir helfen, über alles hinwegzukommen. Das Thema Oliver ist für mich abgeschlossen. Er war dein bester Freund. Ja, ist aber schon lange her. Vielleicht könntest du es für Susanne tun. Bitte, Jan. Also gut, ich besuche ihn. Danke, das werde ich dir nie vergessen. Das wird aber keine Party, das sage ich dir. Hast du Ärger im Jugendasyl gehabt? Ach, Ärger ist gar kein Ausdruck. Dieser Henning, ich könnte ihn umbringen. Also der ist sowas von arrogant. Was hat er denn getan? Er braucht nichts zu tun. Seine bloße Anwesenheit reicht aus. Der rennt darum wie ein Zilla und lässt einen Schovi-Spruch nach dem anderen ab. Und hackt den ganzen Tag auf den Kids rum. Nur weil sein Vater reich ist, braucht er nicht denken, er ist Superman. Bei ihm reicht es nämlich noch nicht mal zum Supergroove. Aber irgendwas muss er ja getan haben, sonst wärst du nicht so sauer. Ich könnte ihm den ganzen Tag mit einem nassen Handtuch ins Gesicht schlagen. Also Sophie, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Henning dich ganz schön beeindruckt hat. Ach, und wieso? Naja, wenn man so wütend auf jemanden ist, mag man ihn meistens besonders gern. Oh, so ein Blödsinn. Ehe ich mich mit so einem Widerling einlasse, dann gehe ich eher ins Kloster. Sag mal, hast du das Buch über die Entdeckung der Langsamkeit gelesen oder trainierst du nur fürs nächste Schneckenrennen? Mach dich nur über mich lustig. Mir tun alle Knochen weh, echt. Der Notarzt ist ja schon da. Aber Gliederschmerzen können Symptom für eine ernsthafte Erkrankung sein. So Fieber? Nein, ich habe Muskelkater, Dr. Möchtegern. Und Treppensteigen kann ich auch noch alleine. Bist du sicher? Sehe ich etwa wie ein Pflegefall aus? Ich habe wirklich nur Muskelkater vom Reiten.
lass mich runter. Hey, ich bin der stärkste Medizinstudent meines Jahrgangs. Wenn du fleißig weiter übst, bist du sicherlich auch bald Puppendoktor Legoland. Jetzt hast du meine geheimsten Wünsche erfahren. Du Jan, der Profisport, das ist ein knallhartes Geschäft. Da gibt's nur Siege oder Rekorde. Halt den Erfolg. Der druckt auf den Sportanlass, dafür interessiert sich kein Schwein. Komm zur Sache, Oliver. Ich habe wenig Zeit. Aber ich bin dabei, das... Ja, du glaubst also immer noch, dass ich das Zeugs freiwillig geschluckt habe, ja? Natürlich nicht. Der Konrad, der hat dir die Pistole auf die Brust gesetzt und gedroht, Pille oder Pistole. Dein Zynismus, den kannst du dir sparen. Der Konrad hat mir die Pille einfach so untergeschoben. Wie rührselig. Und was ist mit der Entführung? Das ist... Oliver, komm, hör auf. Susanne hat mir alles erzählt. Tu doch wenigstens so, als ob du mich verstehen willst. Ich stand damals total unter Strom. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Das Anabolika-Zeugs, das hat mir das Gehirn verklebt. Wenn du auf Unzurechnungsfähigkeit plädierst, dann tu das vor Gericht, ja? Es war kein Mord, es war ein Unfall. Glaub mir das bitte, Jan. Das nehme ich dir aber nicht ab. Wenn das wirklich ein Unfall war, warum hast du dich denn nicht gestellt? Warum hast du zugelassen, dass man mich als Mörder verfolgt? Sag mal, machst du dir keine Gedanken, was in mir vorgeht? Ich hatte Angst, Susanne zu verlieren. Ich liebe sie. Deswegen hast du sie auch belogen und ihr Vertrauen missbraucht. Toller Liebesbeweis, wirklich. Begreifst du das denn nicht? Ich brauchte wenigstens einen Menschen, der zu mir hält. Ich wollte nicht, dass sie mich verlässt. Genau das. Genau das ist dein Problem, Oliver. Du denkst zuerst immer nur an dich. Hast du dir auch nur einmal Gedanken um meine Schwester gemacht, ja? Das ist jetzt falsch. Nein, das sehe ich gar nicht falsch. Du hast sie doch mit dem Messer bedroht, oder? Ich schwöre drauf, das war doch nur Show. Ich hätte ihr doch niemals das antun können. Diesen Quatsch höre ich mir nicht länger an. Es war natürlich keine große Sache. Kein Film, aber es war immerhin eine Sprechrolle. Und die Leute am Set, die waren wirklich unheimlich nett, obwohl ich fürchterlichen Bammel hatte. Wie eine große Familie. Gehörte denn zu Ihrer Rolle auch eine Liebesszene? Also, wie ich schon gesagt hatte, es war eine sehr kleine Rolle mit wenig Text. Ja, lassen Sie doch mal. Einfach so? Ohne Kostüm? Nein, das kann ich nicht. Ach, kommen Sie. Kommen Sie, nur eine klitzekleine Kostprobe, ja? Also gut. Ich spiele diese Passantin, die vom Star des Films nach dem Weg gefragt wird. Ich sage, die Nibelungenstraße ist gleich rechts da vorne. Können Sie gar nicht verfehlen. Ein wahrer Meilenstein der Filmgeschichte. Naja, also es kommt ja nicht auf die Größe der Rolle an, sondern was man daraus macht. Außerdem sehe ich meine Zukunft sowieso eher als Model. Was sagen Sie denn als erfolgreiche Werbeprofi? Schleim ruhig weiter. Und? Amüsierst du dich gut? Carla geht mir auf die Nerven. Sie ist sowas von hohl. Die Barbie-Puppe. Sie spricht doch wie eine Barbie-Puppe. Ihr ganzer Wortschatz besteht gerade mal aus 10 Worten. Filmstars und Cocktails und noch 1 oder 2 andere. Ja, was erwartest du? Das ist halt nicht besonders geistreich. Aber sprechen muss sie doch wenigstens können, in einfachen Sätzen. Naja, kannst ja ab und zu ein gutes Buch lesen, nicht? Da, hör sie dir an. Tja, du brauchst halt eine neue Freundin. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Die einzige, die mich wirklich interessiert, hat bisher nur Backpfeifen für mich übrig. Naja, amüsierst du dich wenigstens. Ja. Und? Gefällt dir die Party? Ja, es geht so. Vielleicht können wir uns mal alleine treffen. Was meinst du? Es war doch eine schöne Zeit damals. Und jetzt, wo deine Hochzeit geplatzt ist. Was denn das? Henning hat's mir erzählt. Ich denke oft an unsere gemeinsamen. Ja, da bist du falsch informiert. Die Hochzeit ist nur verschoben worden. Glaubst du wirklich, dass du mit einer Frau glücklich wirst? Julia, wollen wir nicht zusammen anstoßen? Worauf trinken wir denn? Tja, wie wär's denn für eine gemeinsame Zukunft? Also ich will mich ja nicht in dein Privatleben einmischen, aber ich kann dir nur raten, dich von dem Henning fernzuhalten. Mit 6 Buchstaben. Was? Ja, ich will doch gar nichts von ihm. Habe ich doch schon klipp und klar gesagt. Tanse. Ich weiß, was du gesagt hast, aber ich hab's dir nicht ganz abgenommen. Außerdem meine ich nicht nur Henning, sondern die ganze Familie von Anstetten.
Wieso ist das so eine Art Horrorsippe wie die Addams Family? Berg mit 7 Buchstaben. Am schlimmsten ist seine Mutter, Clarissa. Alles, was du an Henning verabscheust, hat er von ihr. Du hast doch gesehen, wie sie Jan behandelt hat. Everest. Ja. Woher kennst du sie eigentlich? Ich kann dir nur sagen, dass ich diese Frau durchschaut habe. Sie ist eine Schlange. Aha, ich liebe Schlangen mit 10 Buchstaben. Aber nicht solche. Sie beißt jeden, der ihr zu nahe kommt. Kreuzotter. Erzähl mir mehr. Da gibt's nichts zu erzählen. Ich kann dir nur raten, dich von Henning und dieser ganzen Sippe zurückzuziehen. Die ganze Familie von Anstetten bringt nur Unglück. Susanne, du musst endlich kapieren, dass Oliver nicht das Unschuldslamm ist, für das du ihn hältst. Der hat ganz genau gewusst, was er tut und nur seinen Vorteil im Auge gehabt. So sieht's aus. Du kennst ihn nicht richtig. Sag mal, bist du eigentlich völlig blind? Wie kannst du noch zu ihm halten nach all dem, was er dir angetan hat? Soll ich ihn im Stich lassen? Jetzt, wo er mich am nötigsten braucht. Ich bitte dich, Jan, versuch dich doch mal in seine Lage zu versetzen. Komm, lass gut sein. Es hat einfach keinen Sinn. Ich will nicht länger streiten. Du hast deine Meinung und ich habe meine. Weißt du, ich hatte gehofft, du würdest deine Meinung ändern über ihn nach dem Gespräch. Du hättest fast mein ganzes Leben ruiniert und mich in den Knast gebracht. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht so einfach vergessen. Also, die Kamera läuft, das Model nimmt die Dose in die Hand, schaut tief in die Kamera, lächelt gierig, nimmt einen Schluck und spuckt die ganze Chance wieder aus. Das Zeug war mal gerecht. Ja, was habt ihr dann gemacht? Einfach umgefüllt. Ein Produkt der Konkurrenz. Na, kein Interesse am Buffet? Nee, lieber nicht. Zu viele Kalorien. Sie haben doch eine Idealfigur. Eigentlich sollten Sie vor und nicht hinter der Kamera stehen. Obwohl, Ihre Modelfotos waren erste Klasse. Danke für das Kompliment. Ehrlich, Sie haben enormes Talent zur Fotografin. Sie sollten Profi werden. Bis dahin ist es wohl noch ein sehr langer Weg. Hm? Ich könnte Ihnen dabei helfen. Vielleicht sollten wir einfach mal zusammen essen gehen und uns in Ruhe darüber unterhalten. Hm? Allein, ohne neugierige Augen. Ja, ich bin leider sehr beschäftigt. Ach, Sie werden es nicht bereuen. In keiner Hinsicht. Wollen wir was trinken? Nee, lass mal. Ich bin sehr müde. Können wir vielleicht heimgehen? Alles, was du willst. Aber denken Sie über mein Angebot nach? Bestimmt. Ja? Spannungsfeld der beiden Metropolen. Ich bin völlig geschafft. Ich gehe ins Bett. Nacht, ja. Und aus Post stammt der Satz, je größer der Haufen, mit dem ich lief, desto individualistischer wurde ich. Das wäre. Sag mal, Arno, hast du in letzter Zeit vielleicht mit Jan und Clarissa gesprochen? Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es das, was ihn so sehr beschäftigt. Was mit seiner leiblichen Mutter ist. Was? Nein, wieso? Wie kommst du drauf? Irgendwas ist mit ihm, ich spüre das genau. Und was hat Clarissa damit zu tun? Der Junge hat eine Menge durchgemacht in letzter Zeit. Ach, das weiß ich ja. Ah, das renkt sich schon alles wieder ein. In ein paar Wochen ist er wieder ganz der Alte. Naja, vielleicht hast du recht. War ja auch nur eine Frage. Warum hast du eigentlich Markus' Einladung zum Abendessen nicht angenommen? Ist doch ganz nett, oder? Ganz nett ist eben nicht genug. Tja, ich dachte, du hättest vielleicht meinetwegen abgesagt. Ich habe nichts dagegen, wenn du ab und zu mit einem anderen ausgehst. Ich will einfach nicht, dass du dir, naja, eingesperrt vorkommst. Ich fühle mich nicht eingesperrt. Ich bin dir dankbar, dass du mich vor ihm gerettet hast. Mit dir alleine fühle ich mich am wohlsten. Ich will auch nicht, dass du dich mir irgendwie verpflichtet fühlst. Versteh mich nicht falsch. Ich werde immer für dich da sein. Ich weiß. Ja, ich glaube, wir sollten allmählich für klare Verhältnisse sorgen. Wir haben bisher die Hochzeit nur verschoben und noch nicht offiziell abgesagt. Das hat doch Zeit. Dass die anderen noch denken, was sie wollen. Irgendwann werden sie uns schon in Ruhe lassen. Ich fürchte, so einfach wird es nicht sein. Du kennst meine Mutter und deine auch. Die lassen nicht so leicht locker. Vielleicht hast du recht. Und wir sollten wirklich was unternehmen. Oh, es ist kalt.
kalt hier. Endlich mal Luft zum Atmen. Na, ist ja kein Wunder, wenn du die Balkontür offen lässt. Soll ich zumachen? Nein, mach mir lieber einen Drink. Meinst du nicht, dass du schon genug hast? Sei doch nicht so spießig. Es war ein wundervoller Abend. Weißt du, was dieser Fernsehproduzent gesagt hat? Er hat gesagt, ich wäre wie geschaffen für die Hauptrolle in seinem neuen Film. Ich war wirklich fantastisch drauf. 5 Herzen gebrochen, 3 Köpfe verdreht und die nächsten 2 Stufen auf der Karriereleiter angepeilt. Fandest du nicht auch, dass ich gut war? Komm, sag deiner kleinen Carla, dass sie ein gutes Mädchen war und gib ihr einen Kuss. Bin ich in Stimmung. Alter Miesepeter. Hast du bemerkt, wie die Leute uns angestarrt haben? Wir waren das schönste Paar auf der ganzen Party. Was für ein Triumph. Ich bin so gespannt, ob aus dieser Filmgeschichte was wird. Zum Casting ziehe ich auf jeden Fall... Hast du eigentlich kein anderes Thema als deine Karriere? Entschuldige, aber ich kann es echt nicht mehr hören. Seitdem wir uns kennen, dreht sich alles um dich. Das ist ja wohl unfair. Ich bin doch immer für dich da, wenn du mich brauchst. Ach, Blödsinn, du bist doch nur mit mir zusammen, weil du über mich an die richtigen Leute rankommst. Das sind ja ganz neue Töne. Wer hat denn gesagt, dass er alles tun wird, um mir bei meiner Karriere zu helfen? Da habe ich auch noch nicht gewusst, dass es dir nur um deine Karriere geht. Henning, jetzt lass uns doch nicht streiten. Wir können doch in Ruhe über alles reden. Von deinem hohlen Gequatsch habe ich sowieso die Nase voll. Das brauche ich mir ja wohl nicht bieten zu lassen. So schnell siehst du mich nicht wieder, da kannst du dich drauf verlassen. Na, wollen wir's hoffen? Carla, deine Schuhe! Fiona Beckmann? Ja, einen Moment. Sophie! Sophie! Ja? Telefon! Das ist dringend. Breidenbach vom Jugendasyl. Hallo? Hallo Werner, was gibt's? Verhaftet? Aber ich... Ja, ich komme sofort. Oh nein. Was ist denn passiert? Benji ist verhaftet worden. Und warum? Ach, was weiß ich, dieser Scheißke von Henning. Wir hatten, dass der dahinter steckt. Das ist so ein Arschloch. Jetzt reg dich nicht so auf. Aber es ist so eine Schweinerei. Und das zahle ich ihm heim. Diesmal mache ich ihn echt fertig. Dann heiraten wir eben. Eine Ehe wird alle unsere Probleme lösen. Ich dachte, du wolltest nicht mehr. Du hast doch gerade gesagt, Ja, schon. Aber ich kann mir keinen besseren Ehemann vorstellen. Bei dir fühle ich mich sicher und geborgen. Ja, aber das reicht doch nicht. Wieso? Für eine Vernunft-Ehe ist gegenseitiges Verständnis doch das einzig Wahre. Oder? Vernunft-Ehe. Du hast recht. Dann müssen wir eben über noch einen Punkt sprechen. Wer morgens als Erster das Bad benutzen darf? Kannst du dir nicht vorstellen, eine richtige Ehe mit mir zu führen? Mit allem Drum und Dran? Was meinst du damit? Kannst du dir das nicht denken? Ich spreche natürlich von dem Spaß, den 2 Menschen miteinander haben können, wenn sie unvernünftig sind. Das Zauberwort heißt S-E-X. Sex. Ich möchte mit dir schlafen